Jeder Hinz und Kunz ist der Meinung, dass Alphabet aktuell völlig unterbewertet ist. Aber bietet sich hier aktuell wirklich eine Chance oder ist das alles nur heiße Luft? Langfristig investieren, entspannt Vermögen aufbauen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Alphabet-Aktie bzw. das Unternehmen Google. In der Branche Technologie und Internetdienste ist Google ein absoluter Marktführer und die Hauptumsatzquelle, die man hat, ist natürlich die Werbung über die Google-Suche. Aber auch YouTube und Google Ads spielen hier eine große Rolle. Natürlich kommen dann noch dazu die Cloud Computing Sparte, also mit der Google Cloud, aber auch natürlich Android, Pixel, Nest, also diese ganze Hardware, die damit reinspielt. Und jetzt eben natürlich zusehends auch künstliche Intelligenz und autonome Fahren mit Waymo und sie sind absoluter Marktführer eben in der Online-Werbung, gerade eben durch ihre Google-Suche und da haben sie 90% der Marktanteile bei dieser Suchmaschinennutzung und ja, interessante Wachstumsperspektiven spielen uns hier eben natürlich zusätzlich noch mit rein durch dieses starke Wachstum in Cloud-Diensten, in KI, mit dieser Fantasie auch rund um autonomes Fahren, auch wenn es natürlich einige Herausforderungen gibt, die Alphabet in Zukunft haben wird. Man sieht hier nochmal so einen kleinen Ausblick oder Einblick in die einzelnen Produkte, die Google auch hat. Und ja, da ist uns natürlich sehr, sehr viel bekannt. Vor allem YouTube. Auf dieser Plattform sind wir ja auch alle aktuell. Was ist mit der Aktie so in den letzten Wochen, Monaten passiert? Also wir sehen schon, im letzten Jahr hat sich die Alphabet-Aktie ja relativ seitwärts entwickelt. Also kaum wirklich starke Bewegungen nach oben oder nach unten. Wir sehen, dass hier zwei Hochs geschrieben wurde. Das letzte Allzeithoch war jetzt hier bei 207 Dollar und 71 US-Cent. Das war am 4. Februar und wenn wir uns das noch ein bisschen langfristiger anschauen, sehen wir, dass das Allzeithoch von 2021 hier bei 150 US-Dollar war. Das heißt, wir sind hier nicht wirklich weit entfernt von diesem wirklich historischen Allzeithoch aus dem Jahre 2021 und die Aktie hat sich im Vergleich zu vielen anderen Tech-Unternehmen und Tech-Aktien wirklich eher schwach entwickelt. Ja, und gerade deswegen sind auch viele der Meinung, dass Google jetzt so eine interessante Aktie sein könnte. Aber bevor wir uns da noch genauer die aktuelle Situation anschauen, habe ich jetzt hier nochmal die vergangenen Quartalszahlen mitgebracht. Und da schauen wir uns jetzt an, wie die Situation im Moment ist. Also grundsätzlich sind hier die Alphabet Revenues, also die Umsätze, um 12% im Vergleich zum Jahr 2023 gewachsen. Also man wächst weiterhin sehr gut, vor allem natürlich hier in der Cloud-Sparte. Da ist man weiterhin mit 30% angewachsen, also wirklich ein sehr gutes Wachstum, eine sehr hohe Rate. Das Operating Income ist ebenfalls sehr stark angeschrieben und die Operating Margin konnte bei 5% um 5% erhöht werden. Das ist natürlich auch sehr schön zu sehen. Ja, die Sundar Pichai, der CEO, ist auf jeden Fall sehr ja, confident und sagt, er sieht die Zukunft sehr positiv von Google und sie planen hier im Jahre 2025 75 Milliarden US-Dollar in CapEx zu investieren, in das eigene Geschäftsmodell, also wahrscheinlich auch in sowas wie Data Center etc. und in Chips. Also auch wirklich hohe Ausgaben, die hier geplant sind. Hier sieht man nochmal die einzelnen Zahlen aufgedröselt. Dann können wir eben auch sehen, hier Year ended December 31st, 2024, 14% Revenues year over year und die Operating Margin hier diese 5% Wachstum. Also eigentlich ein sehr gutes Bild. Google Search und Others sehen wir jetzt hier nochmal im Vergleich die Quartalsergebnisse und auch hier sehen wir, dass die Google Search nach wie vor über 10% wächst und das ist natürlich auch sehr schön zu sehen. Google Cloud weiterhin die extrem starke Sparte, wo auch wirklich das ja, sehr, sehr hochstellige Wachstum herkommt und da erwartet man sich ja noch einiges auch von Google. Bevor wir jetzt fundamental auf die Situation schauen und bewerten, ob die Aktie jetzt tatsächlich unterbewertet ist, da ist es jetzt an der Zeit, dass du kostenlos ein Abo dalässt und keine Videos mehr verpasst. Da hilft natürlich auch zusätzlich die Glocke zu aktivieren und gerne Daumen nach oben da lassen, wenn du dieses Video jetzt hier spannend findest. Ich stelle immer auch meine differenzierte Meinung dar, gebe auch mal gerne Kontra zu der allgemeinen Markthaltung von vielen Anlegern. Also wenn du gerne mal einfach, ja, vielleicht auch eine kontroverse Meinung mal hören möchtest und ja, wie ich vielleicht dir auch helfen kann, dich selbst zu hinterfragen, gerne ein Abo dalassen, wenn es dir gefällt. Natürlich den Daumen nach oben nicht vergessen.
So, schauen wir uns die aktuelle Situation hier mal an im Aktienfinder. Alphabet im Moment hier, ja, Wahnsinn, also 1.998.000 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Natürlich ein riesiges Unternehmen, Magnificent Seven. Der Qualitätscheck sieht hier so aus, wir zahlen tatsächlich seit kurzem ja auch eine kleine nette Dividende. Die macht jetzt natürlich noch nicht einen wahnsinnig hohen Anteil aus, wurde jetzt auch noch nicht erhöht. Werden wir sehen, ob die jetzt dann auch nach oben geht. Auf jeden Fall können wir festhalten, die Aktie legt ein unglaublich starkes Wachstum hin. Seit Jahren, seit Jahrzehnten wachsen hier diese Gewinne, Cashflows und so weiter langfristig wirklich schön an und die Prognose geht auch davon aus, dass es so weitergeht. Das gleiche gilt für den Umsatz, also auch hier sehen wir langfristig schönes Wachstum und die Prognose glaubt auch hier, dass wir weiter im Umsatz steigen. Die Nettomarge wirklich stark mit 28, knapp 29%. Da sollen wir auch so weiterlaufen in diesem Bereich. Also das ist auch eine sehr hohe Profitabilität, die hier gegeben ist. Schuldenquote gesamt liegt aktuell bei 27,8%, also absolut in Ordnung, ist ein kerngesundes Unternehmen. Wenn man sich hier die Bilanz an sich anschaut, ist es auch wirklich gut. Also wir sehen hier, da ist kaum Goodwill drinnen. Treasury Stocks, also eigene Aktien, die zurückgekauft wurden, liegen hier nicht mehr mit drinnen. Einiges an Cash natürlich und sehr starkes Kernvermögen. Die Aktienanzahl, die ist langfristig reduziert worden. Also vor allem seit 2018 sehen wir hier, dass Aktien zurückgekauft wurden. Ist ein schönes Zeichen auch. Natürlich, da wird man belohnt als Aktionär. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es so weitergeht. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht wieder zu viel Stock-Based Compensation macht. Das ist ja immer so ein Problem gewesen bei Google und Alphabet, dass hier ja, an die Mitarbeiter neue Aktien ausgegeben wurden und das hat dann natürlich auch die Aktienrückkäufe etwas gedämpft, zumindest die Auswirkungen, die die eigentlich haben sollten. Jetzt wird es gleich mal spannend. Wir sehen jetzt hier die Bewertung der letzten 5 Jahre bei Alphabet. Im Schnitt lag die jetzt der letzten 5 Jahre bei knapp 22 bilanziert und bei 18 bereinigt. Und wenn wir uns jetzt hier mal links die Zahlen anschauen, sehen wir, dass wir aktuell dann nur wirklich knapp drunter liegen. Also nicht mal 10% unter der Bewertung, sondern für ca. 5%. Also jetzt, wenn wir uns hier diese Bewertung anschauen, also im Schnitt der letzten 5 Jahre, muss man eigentlich sagen, dass wir uns im Moment in einer völlig normalen, durchschnittlichen Bewertung aufhalten bei Google bzw. Alphabet und hier überhaupt keine unglaublich große Chance gerade auf uns wartet, sondern wir sind hier aktuell eigentlich fair bewertet auf einem relativ normalen Niveau. Also die wirklich guten Chancen waren hier 2023 und jetzt eben nicht mehr. Also von dieser wirklich historischen Überbewertung und dass es gar keinen Sinn macht, dass Alphabet jetzt auf diesem Kurs notiert. Davon kann überhaupt gar nicht die Rede sein, ist zumindest meine Meinung. Es ist ja, überhaupt nicht unnormal oder anomalistisch, dass jetzt hier Alphabet ein KGV von 22 hat. Wir sehen ja, dass im Schnitt der letzten 5 Jahre, das war einfach ganz normal. Ja, wenn wir uns die letzten 8 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass hier die Bewertung auch ein bisschen ansteigt. Ist natürlich klar, hier war die Bewertung auch etwas höher, da war das Wachstum auch noch höher, also völlig logisch. Wenn wir uns diesen fairen Wert mal anschauen, auf Basis des bilanzierten Gewinns, dann sehen wir eben auch, was ich gerade gesagt habe. Also da sehen wir, dass Alphabet gerade fair bewertet ist. Da kann man jetzt auch nicht von einer riesigen Unterbewertung sprechen. Aber diese faire Bewertung, die reicht natürlich auch schon aus, um hier ja, einfach die Aktie sich mal genauer anzuschauen, um mal zu gucken, ob man hier vielleicht langfristig einsteigen möchte. Wenn wir so einen Kauf simulieren von 2025 bis 2027, hätten wir aufs Jahr eine Rendite von 16%. Das ist natürlich auch ein sehr attraktiver Wert. Der Bewertungszeitraum hier in der ja, Pro-Analyse können wir eben auch nochmal anschauen, dass wir hier sehen, dass wir fair bewertet sind und uns auch schon sehr, sehr lange um den fairen Wert herum bewegen. Waren jetzt auch mal kurzfristig doch deutlich überbewertet und jetzt sind wir hier eben zurückgekommen. Deswegen finde ich die Aktie schon durchaus interessant, aber wir müssen halt einfach festhalten, es ist jetzt keine irgendwie völlig verrückte, irrationale Unterbewertung, die aktuell bei Alphabet stattfindet. Hier sieht man die einzelnen Segmente mal aufgeteilt, also ganz klar, Google Services ist der wichtigste Geschäftsbereich mit der Suche.
Dann kommt hier Google Cloud und dann kommen hier Other Bets und so weiter. Da ist dann eben zum Beispiel auch Waymo mit drinnen. Von Waymo, da bin ich auch sehr angetan. Also ich glaube, dass diese Sparte noch einiges an Zukunftspotenzial hat. Aber ganz wichtig, also Waymo kann hier nicht der Investment Case sein. Wenn du Alphabet oder Google im Depot hast, nur wegen Waymo, dann hast du Investieren nicht verstanden, denn die Hauptsegmente sind die Suche und da wird das meiste Geld und der Cash generiert und eben nicht durch Waymo. Das ist einfach nur so eine Kirsche on top, ja, also so ein kleines Zuckerl, das man hier mit dazu bekommen kann, wenn man in Alphabet investiert. Die regionale Verteilung sieht aktuell so aus, also United States natürlich wichtigster Markt, dann kommt hier Europa, Middle East, East Africa, dann APAC und Other Americas. Also auch ist man hier deutlich diversifiziert, ist ja auch klar, also bei so einem großen Tech-Konzern geht man ja auch standardmäßig davon aus. Ja, bevor wir jetzt weiterschauen, wenn du noch auf der Suche bist nach einem wirklich guten Aktienbroker, also dem besten, den ich dir empfehlen kann, nutze ich auch selber für meinen Vermögensaufbau, dann gerne hier mal den ersten angepinnten Kommentar oder den Link in der Beschreibung auschecken. Da kannst du dir hier ein Konto bei Finanzen.net Zero eröffnen. Da gibt es auch gerade eine nette Aktion, eben 5% pro Monat Cashback auf den MSCI World Sparplan, den du dir dort aufsetzen kannst. Und du finanzierst auch damit indirekt meine Arbeit, also danke dir. So, wir gucken uns jetzt nochmal kurz hier die Dividende an von Google und wir können auch sehen, dass wir hier seit Mai 2024 eine Dividende bezahlen. Die wurde noch nicht gesteigert. Es wäre jetzt mal an der Zeit. Also ich bin gespannt, ob jetzt dann in der nächsten Zeit hier eine Dividendenerhöhung angekündigt wird. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ja, also das ist kein großer Dividenden-Yielder hier. Google im Moment haben wir hier 0,34% Dividende. Aber es ist ganz niedlich, also man kann es natürlich mitnehmen. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass man unbedingt jetzt anfangen muss, eine Dividende auszuschütten. Mir persönlich wären dann die Aktienrückkäufe lieber gewesen. Glaube, dass die auch einfach ja, steuereffizienter sind. Und wenn wir uns jetzt hier noch den Total Return im Vergleich mit dem S&P 500 anschauen, können wir auch sehen, dass eine Anlage in Alphabet durchaus sinnvoll ist im Vergleich mit dem S&P 500. Wir haben natürlich hier in eine Einzelaktie, gehen deutlich höheres Risiko ein, als wenn wir auf 500 Aktien im breiten Index setzen würden. Aber wir sehen, dass Google über weite Strecken eigentlich die ganze Zeit, bis auf diese starken Tech-Korrektur, hier den S&P 500 outperformen konnte, also mit Dividenden eingerechnet. Also eine auf jeden Fall sehr spannende Aktie, die man sich definitiv genauer ansehen kann. Also eine Investmentthese, die hier nochmal unterstrichen wird. Schauen wir mal den langfristigen Chart an. Also wichtiger Punkt, technische Analyse ergänzt für mich fundamentale Analyse auf jeden Fall. Wir können dadurch auch einfach den Markt besser einschätzen, gewinnen so ein bisschen Übersicht auch über die Zyklik und ja, dadurch kann man natürlich auch sich einen kleinen Vorteil erschaffen, auch wenn für mich fundamentale Analyse und technische Analyse immer Hand in Hand gehen müssen, stellt, denke ich, technische Analyse auch einen wichtigen Faktor dar. Also langfristig können wir sehen, sind wir hier in einem sehr schönen Monatsaufwärtstrend. Der ist völlig intakt nach wie vor. Die letzte starke Bewegung hatten wir von 2020 bis hoch auf 21. Dann die deutliche Korrektur in der Inflationskrise, Zinskrise. Jetzt die Bewegung raus, neues Allzeithoch und wenn wir uns das anschauen mit der Projektion der letzten Monatsbewegung und der Korrektur, sehen wir hier diese rote Linie, das ist die 1er-Projektion. Da wird diese Bewegung nach oben projiziert, um zu messen, ja, wie die Trenddynamik und Symmetrie denn aussieht. Häufig ist es so, dass dann die 1er-Projektion abgeholt wird und eher mal eine langfristige Korrektur einsetzt. Also es ist im Moment schon so, dass die langfristigen Ziele von Alphabet bereits erreicht wurden und durchaus mal wieder eine längerfristige Korrektur anstehen könnte. Jetzt ist es aber so, dass, wenn wir uns diesen Chart hier anschauen, solche Bewegungen, solche Korrekturen wie hier 2021 bis 2022 nicht die Regel sind. Nur in der Krise, Finanzkrise 2008 hatten wir so eine deutliche Korrektur und jetzt eben 22 und sonst läuft diese Aktie eigentlich wirklich gemächlich in mittelfristigen Korrekturen. So, und wenn wir uns das hier oben anschauen, ist es natürlich auch eine Dynamik, die wirklich ähnlich aussieht wie das hier und das sollte die Aktie eigentlich auch wieder aufnehmen, diese Geschwindigkeit. Zumindest zeigt sie im Moment noch keine anderen Signale.
Ja, kurzfristig, wenn wir uns das anschauen, also hier unten war natürlich die Bodenbildung, hätte man natürlich auch schön kaufen können, habe ich auch gemacht. Ich bin aber aktuell nicht mehr bei Alphabet beteiligt, tatsächlich. Ich habe hier oben irgendwo mal verkauft. Auf jeden Fall sind wir hier mittelfristig im Aufwärtstrend. Wir sind nach wie vor auf Wochenbasis aufwärts gerichtet, auch auf Tagesbasis, also alles in Ordnung. Die wichtigsten Zonen ganz klar. Die zweitwichtigste Zone hier rund ums Allzeithoch bei 150 US-Dollar. Ganz wichtig, sehr, sehr langfristiges Niveau. Das haben wir aber auch schon angetestet. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch kurzfristiger an. Im letzten Video, das ich gemacht habe, ist auch einige Zeit eher, habe ich über diese Bodenbildung gesprochen, über diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation invers. Ja, die haben wir natürlich auch abgeschlossen, hatten dann eine gute Rallye nach oben. Jetzt kommt eben hier die Korrektur. Also dieser Wochenimpuls von 146 bis hoch auf 206 ist jetzt unser übergeordneter Wochentrend und den gilt es jetzt eben entweder zu bestätigen oder zu brechen. Sollten wir hier auf Schlusskurs unter 747 US-Dollar fallen, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass wir weiter abrutschen. Also dann wird es immer wahrscheinlicher, dass die Korrektur ausgeweitet wird. Aber halte ich dann eher für unwahrscheinlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir so tief kommen, dass wir dann hier erstmal seitwärts laufen. Aber was natürlich am besten wäre, wenn wir uns jetzt hier in dieser Zone rund um 170 stabilisieren, also in diesem grünen Bereich, den ich eingemalt habe, also auf Basis auch von diesem oberen, ja, von dieser Nackenlinie, von dieser ISKS. Zusätzlich wäre dann hier noch dieses 61,8er Fibonacci Retracement und generell liegt hier auch eine wichtige Unterstützung und das wäre jetzt wirklich wichtig, dass sich Alphabet auf diesem Niveau stabilisiert, denn wenn Alphabet es nicht schafft und tatsächlich hier die Struktur bricht und hier runterkommt auf 150, dann wäre diese langfristige Trenddynamik doch etwas verletzt. Also es wäre schon ungewöhnlich, dass Alphabet so eine Bewegung macht. An sich haben wir hier wichtige Unterstützungen und das muss auf gar keinen Fall das Ende dann sein von Google oder ähnlichem, aber also dann müssen wir uns eigentlich darauf einstellen, dass sich die Trenddynamik hier gegebenenfalls mal ändert langfristig, aber das werden wir sehen. Im Moment sind wir noch nicht so weit. Das Einzige, was ich jetzt hier noch feststellen muss, ist, dass die Dynamik, also die Trenddynamik, deutlich an Geschwindigkeit verloren hat. Also wir sehen, hier war der erste Impuls, der war wirklich sehr schnell und sehr schön. Dann die scharfe Korrektur hier runter. Und der nächste Impuls ist jetzt eben nur noch so weit gewesen. Also da könnt ihr schon sehen, dass die Impulsivität einfach der Bewegungen nach oben deutlich abgenommen hat. Und das ist auch meistens eben ein Warnsignal, ja, das man nicht verachten sollte. Gucken wir uns noch kurzfristiger das Chartbild an, also auf 4-Stunden-Basis. Und da können wir eben auch schon sehen, eigentlich, dass wir aktuell ein Kaufsignal hier sogar generiert haben. Also ultra kurzfristig, wer so eine Strategie hat, da könnte man jetzt einsteigen. Also hier gibt es ein Kaufsignal, wenn wir uns das noch genauer anschauen. Sieht man das schön. Also hier die Bewegung nach unten, Bodenbildung, hier Trendwechsel und jetzt sind wir hier eben dabei, ja, zu versuchen, einen neuen Trend zu etablieren. Problem ist jetzt nur noch, die 200-Tage-Linie liegt über uns mit auf 175 US-Dollar, die gilt es jetzt erstmal zu nehmen. Und ja, dann gibt es hier natürlich wichtige Widerstände bei 180 US-Dollar, dann ist hier oben eine riesige Kurslücke noch offen, die wird ebenfalls als Widerstand dienen, generell gelten die entweder als Widerstand oder eben auch als Unterstützung, ganz wichtig. Und ja, also grundsätzlich gibt es jetzt hier eine kurzfristige Bodenbildung, die reicht mir jetzt noch nicht aus, da einzusteigen, aber man könnte spekulieren auf ein neues Allzeithoch und setzt sich dann eben den Stopp hier unten. Unter diese Bodenbildung können wir auch gerne mal simulieren. Also wenn wir jetzt hier den Einstieg nehmen würden, legen unseren Stop-Loss unter dieses Wochentief und gehen hier davon aus, dass wir auf Allzeithoch steigen, wäre das ein CAV von 1,2. Dieser Stop-Loss könnte man natürlich auch noch anpassen, zum Beispiel unter dieses zweitwichtigste FIB legen, dann wäre es schon CAV von 2,26. Ja, aber das ist natürlich auch Swing Trading, dann mittelfristiges Investieren, weiß ich nicht, ob das jedem liegt. Aber natürlich keine Anlageberatung. Also ich handle hier die Aktie im Moment nicht. Es ist auf meiner Watchlist, aber ich habe sie auch nicht im Depot. Und ja, ihr handelt immer auf eigenes Risiko, wenn ihr meine Ideen und Gedanken umsetzt. Ist es jetzt eben hier auch nur wieder immer zur Unterhaltung.
Ja, aber spannendes Unternehmen, gute Aktie, denke ich. Also in meinen Augen ist Alphabet sehr zukunftsfähiges Unternehmen und ich glaube, da ist auch noch einiges an Luft drinnen, aber charttechnisch sind wir in gerade so einer bisschen Warnsituation. Wir haben natürlich auch einige Probleme, einige Risiken, die Alphabet in Zukunft ja bevorstehen könnte, gerade mit dieser revolutionierten Suche mit KI. Da werden wir sehen, ob sich Google hier neu etablieren kann und sich dagegen halten kann, auch gegen Microsoft natürlich, gegen ChatGPT und so weiter. Wir werden es sehen, also ich glaube auch, dass das so ein bisschen für Zurückhaltung sorgt am Aktienmarkt bei der Google-Aktie, bei Alphabet. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass die Aktie sich eher schwächer entwickelt hat. Ja, aber das war's für dieses Video. Denke ich, war ganz interessant heute. Wenn es dir gefallen hat, gerne nochmal Daumen nach oben da lassen und Abo nicht vergessen. Und jetzt, falls du dich noch interessierst für die besten Aktien im Monat Februar, da gibt es sehr spannende Chancen aktuell, kannst du dir gerne dieses Video anschauen oder eben meine letzte Analyse zu Microsoft, also auch ein ja, Tech-Gigant, der ebenfalls aktuell interessant ist. Das war für dieses Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und ciao.